Hallo, mein Name ist Carsten Lütjens. Ich arbeite bei Weinmann Emergency als Application Specialist im internationalen Vertrieb. Und wir möchten euch heute unser erstes How-To-Video vorstellen. Und wir haben uns gleich einen richtigen Top-Seller ausgesucht, unsere LiveBase 1XS mit dem Beatmungsgerät Medomat Standard 2 drauf. Worum es sich heute drehen soll in dem Video ist, wie man so eine LiveBase 1XS nach zum Beispiel hygienischer Aufbereitung wieder startklar macht für den nächsten Einsatz. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Nehmen wir an, dass wir nach einem anstrengenden Rettungsdiensteinsatz unser Beatmungsgerät komplett hygienisch aufbereitet haben. Dafür mussten wir das Ganze auseinandernehmen und säubern. Jetzt müssen wir das Ganze auch wieder zusammensetzen. Dafür legen wir die LiveBase 1XS auf den Rücken, nehmen uns dann die Tasche, stellen sicher, dass die Klettbänder hier hinten offen sind und stülpen die Tasche jetzt einfach über das Beatmungsgerät. Dann stellen wir die LiveBase auf, öffnen das Hauptfach, nehmen an dieser Stelle die Klettfixierung auseinander, schieben das Ganze noch ein bisschen drauf und jetzt kann man den Griff hier entsprechend durchmachen und gleichzeitig hier auch das Ganze befestigen. Jetzt kann man die LiveBase umdrehen und als letztes für die Befestigung der Tasche hinten diese beiden Klettbänder miteinander verbinden. Und jetzt sind wir so weit, dass wir den Beatmungsschlauch befestigen können. Dafür legen wir die LiveBase wieder auf den Rücken, öffnen das Hauptfach, nehmen uns den Beatmungsschlauch. Und jetzt empfehle ich aus meiner Erfahrung heraus, dass wir den Beatmungsschlauch, den Hauptschlauch hier als erstes befestigen und dann quasi von unten nach oben die anderen Dinge einstecken, so dass also das Messschlauchsystem und auch Medoträger, das Kabel hier oben befestigt wird. Wenn wir das gemacht haben, können wir die entsprechend schließen. Und jetzt kommt die Aufwicklung des Schlauches. Und die Aufwicklung des Schlauches, da ist es ganz wichtig, sich die Tasche als Länge zu nehmen. Und jetzt fangen wir an, das in entsprechenden Windungen hier unten in diesen Zwischenraum hineinzudrücken, das Patientenschlauchsystem. So, wenn wir das alles gemacht haben, kommen wir genau so hin, dass wir das mit der einen Klettschlaufe befestigen können, das Patientenschlauchsystem, und hier oben mit der zweiten. Und jetzt sind wir bereit für den Einsatz am Patienten und der Patientenschlauch ist super gesichert, dass er nicht herunterfallen kann. Jetzt zeige ich, wie man diesen Druckschlauch vernünftig in der Seitentasche unterbringt. Die hat hier so zwei Innentaschen für zusätzliches Zubehör, aber die kann man auch wunderbar dafür nutzen, dass man den Druckschlauch gut unterbringt. Als erstes Mal führen wir den Druckschlauch von oben hier in diesen Teil ein und führen ihn hier unten an der Ecke wieder durch. So, ein bisschen hindurchziehen, sodass wir ein bisschen flexibel sind. Und jetzt führen wir ihn auf der anderen Seite hier unten an der Ecke wieder durch und ziehen ihn nach oben. Und jetzt können wir ihn direkt hier oben an den Druckgasanschluss des Beatmungsgerätes anschließen. Sollten darauf achten, dass am Ende der Druckschlauch gerade runter installiert ist und nicht irgendwie so quer drin ist in der Tasche, sondern schön runter. Also einfach draufsetzen und den Druckschlauch entsprechend fest anziehen, aber an der Stelle ganz wichtig, bitte nicht mit Werkzeug anziehen, sondern alles handfest anziehen, weil sonst die Dichtungen, die hier in dieser Überwurfmutter drin sind, plattgedrückt werden können. Ja, und als letzten Schritt rollen wir dann entsprechend der Taschengröße, der Innentaschengröße, den Druckschlauch auf. Und dann können wir ihn hier ganz super in diese Tasche auf diese Seite reinpacken und können das Ganze dann schließen und haben das bequem direkt fertig für den ersten Einsatz.
nachdem wir unseren Akku einer Wischdesinfektion unterzogen haben, müssen wir ihn wieder in das Gerät einschieben. Dabei ist darauf zu achten, dass diese zwei Rastnasen in ihrer Endposition einrasten, durch ein hörbares Klickgeräusch. Ich führe das mal vor und jetzt macht das gleich Klick. Jetzt ist der Akku sicher eingerastet. Des Weiteren kann man hier in dieser anderen Seitentasche auch noch den Beatmungsfilter unterbringen und zum Beispiel die Beatmungsmaske. Dann kann man das Ganze schließen und ist somit fertig für den nächsten Einsatz. Um das Patientenschlauchsystem vor dem Herunterfallen zu schützen, ist die Schutztasche serienmäßig mit zwei Klettschlaufen ausgestattet, in die das Patientenschlauchsystem dann eingelegt werden kann. Hier gibt es zwei Positionen, die interessant sind. Einmal so diagonal, wie man das jetzt hier im Bild sieht. Man kann aber, wenn man möchte, das Ganze auch abändern, indem man diese Klettschlaufe abmacht. Und hier unten an dieser Stelle in die vorhandene Aufnahme fixiert. Und dann kann man das Patientenschlauchsystem nämlich horizontal vor das Gerät packen und hat das Ganze dann horizontal davor liegen. Wenn man zum Beispiel den beatmeten Patienten am Krankenhaus aus dem Rettungswagen ausladen möchte, muss man die LifeBase 1XS irgendwie sicher an der Trage befestigen. Dafür haben wir an der LifeBase 1XS an der Schutztasche diese zwei Gurte angebracht. Mit diesen Gurten kann man die LifeBase 1XS zum Beispiel am Holm einer Fahrtrage befestigen. Dafür muss man sie etwas erweitern, damit die Gurte entsprechend zum Durchmesser des Holmes von der Fahrtrage passt. Dann muss man die Magnetverschlüsse öffnen und jetzt kann man das Ganze entsprechend an einem Holm an der Trage befestigen. Und das Schöne ist, dass die Magnetverschlüsse fast automatisch einrasten.